Herzlich willkommen zu Unsichtbar, einer neuen Folge in Audio und in Video. Und je nachdem, auf welchem Kanal du das gerade hörst oder vielleicht sogar siehst, wirst du heute was Begeisterndes feststellen. Und zwar sitze ich nicht allein vor der Kamera oder allein vor dem Mikrofon. Wir haben uns entschieden, wir machen Content Recycling. Wir verwerten heute mal den Content und ich habe mir dafür jemanden eingeladen. Und zwar eine Frau, die ich kennengelernt habe beim Speak Club. Wir haben sogar die Gemeinsamkeit, dass wir die Luft auf demselben Event schon vorher geatmet haben, auf der EPX. Und heute ist niemand Geringeres zu Gast als Elke Preuß. Vielen Dank, Olli. Was für eine Anmoderation. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Soll ich weitermachen? Bitte. Ich lege einen nach. Elke hat das Thema Mut. Und häufig ist es immer so, dass wir beim Mut darüber nachdenken, ja, was bedeutet denn Mut für uns? Es ist mutig, über die Straße zu gehen, es ist mutig, morgens aufzustehen. Und Elke hat da aber ein paar andere Ansätze. Ich würde fast sogar behaupten, ein klein wenig spiritueller dass sie da ein bisschen spiritueller rangeht, neue Ideen reinbringt, aber auch dieses Kinderleichte wieder mit drin hat. Und zwar hat sie eine Technik, und zwar Lachen. Und sie lacht unglaublich viel. Da wird sie heute ein bisschen was drüber verraten, warum das gerade so ihr Thema ist. Und wie du vielleicht da auch was für dich mitnehmen kannst. Also freue dich auf diese Folge. Wir werden in den nächsten 30 Minuten Vollgas geben, habe ich gehört. Absolut, absolut. Vollgas bin ich bei dir. Olli, das ist das, was ich an deiner Arbeit schätze und liebe. Zu merken, dass du das mit Herzblut und Inbrunst machst. Das ist das, was mich begeistert an dem, was ich von dir an Dingen bisher hören und sehen konnte. Und deshalb ist mir eine umso größere Freude, heute hier im Studio sein zu dürfen als Gast. Und andersrum durfte ich ja auch schon bei dir zu Gast sein, und zwar bei Mut zum neuen Online-Kongress. Du hast den mit Joao Hepp zusammen gegründet, richtig? Genau. Und es war ja wirklich krass, da war ja auch so die Creme de la Creme der, ich sag mal, Hidden Champions vertreten. Wie kommt man dazu zu sagen, ich mache Mut zu Neuen und mache dann einen Online-Kongress? Wie kam die Idee überhaupt grundsätzlich zustande? Da war ich bei Joao in den Podcast eingeladen und wir haben uns die Frage gestellt, wie können wir in dieser Zeit jetzt Menschen Mehrwert bieten und ihnen letztendlich den Impuls geben, über sich hinauszuwachsen. Und da hast du es vorhin gesagt, Mut ist mein Thema. Ist ja immer die Frage, wie machst du es? Und wir haben gedacht, wie erreichen wir die Menschen in der jetzigen Zeit? Am besten zu Hause, online. Online bietet so viele Möglichkeiten und haben uns dann aus kurzerhand entschlossen, innerhalb von Minuten diesen Online-Kongress auf die Beine zu stellen und sind ganz dankbar, dass Menschen wie du, ohne zu wissen, was auf sie zukommt, zugesagt haben und das Projekt riesig unterstützt haben. Das war eine reine Freude, das zu machen. Da hing viel Arbeit dran, aber das war immer durch den Bonus, den wir hatten, nämlich mit euch zusammenarbeiten zu können, zu sehen, was an Herzblut für euch dahinter steckt. Das war immer ein Geschenk und ja, so haben wir das aus dem Boden, aus dem Boden gestampft, hört sich so martialisch an. Wir haben diese Idee geboren und haben sie umgesetzt und Mut zu Neuem in die Welt zu tragen mit ganz unterschiedlichen Speakern. Das war ein tolles Erlebnis, ja. Ich habe das ja auch selber mitbekommen, ich erinnere mich noch an diese E-Mail, die bei mir reinflatterte. Wir machen einen Kongress, einen Online-Kongress, Mut zu Neuem, hast du Lust dabei zu sein? Und ich habe die E-Mail gar nicht weitergelesen, ich muss es gestehen, ich habe sie nicht weitergelesen, sondern ich habe direkt auf Antworten geklickt und habe gesagt, Elke, wenn du es machst, ich bin dabei, weil ich wusste, das ist für dich ein neues Feld, das ist wahrscheinlich auch eine große Herausforderung, dachte, hey, dann bin ich gern dabei und versuche so mit 1, 2 Ratschlägen dabei zu sein und ich wusste auch gar nicht, was mich erwartet. Ich habe gesagt, ja, mache ich, bin ich dabei. Und ihr habt es ja großartig gemacht, ihr habt ja sogar geschafft, die Aufmerksamkeit aus den USA nach Deutschland zu holen. Und das ist ja auch erstmal schon mal eine, ja, ich würde fast sagen, sogar eine Meisterleistung. Viele haben das noch gar nicht geschafft. Und du hast aber auch so von 1, 2 kleinen Learnings erzählt, die du hattest. Willst du immer so, weil besonders zum Thema Mut hast du ja ein bisschen was gelernt. Was waren so die Sachen, die durchgekommen sind? Erstmal habe ich mich gefreut, diesen Schritt zu tun. Also ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Und das war dieser Impuls, mach es einfach, also auf die innere Stimme zu hören und zu sagen, jo, das ist eine gute Idee, wir machen das jetzt. Also es war die Idee mit dem festen Glauben daran, das wird gut. Also ich bin bekennende Optimistin und brachialer Optimismus und Lebensfreude sind das, was mich ausmachen. Also deshalb habe ich mich nicht direkt gebremst, sondern gedacht, das wird auf jeden Fall gut. Und letztendlich ist es so, das haben auch schon andere geschafft. Also es war möglich, dass das gelingen konnte. Und du warst jemand, der uns Tipps mit auf den Weg gegeben hat. Dann haben wir manche Erfahrungen einfach auch selbst gemacht.
Zwischendurch habe ich mich manchmal gefragt, was machst du da eigentlich? Aber also mit Joao, den kenne ich im Grunde genommen nicht. Den habe ich einmal im Leben für 10 Minuten getroffen. Aber wir haben so im Flow miteinander gearbeitet. Und das heißt, auch wenn die richtigen Menschen zur richtigen Zeit zusammentreffen, dann sind Dinge möglich, die vorher überhaupt gar nicht denkbar scheinen. Und ja, das hat den Schritt bis in die USA geschafft, in den Dunstkreis von Les Brown. Also das ist so, dann denkst du irgendwie plötzlich, was passiert hier gerade? Das heißt, Joao und ich, wir hatten irgendwann mal gedacht, okay, wir könnten es ja auch international machen. Lass uns groß denken, wir machen es international. Okay, dann war ein Großteil der Moderationen auch auf Englisch. Das haben wir mal eben auch gemacht und auch das hat geklappt und es hat sich gut angefühlt. Und das ist so dieses, ich habe mich nie gefragt, wo ist die Schranke, sondern ich habe gedacht, das wird. Wenn wir an irgendwelche Stellen kommen, an denen wir Unterstützung brauchen, werden wir die bekommen. Und wir haben umgesetzt. Also was wir an Tipps bekommen haben, die haben wir umgesetzt, weil ich glaube, wir schienen nie hilflos. Und die Frage ist ja immer, warum gibt dir jemand einen Tipp? Weil er denkt, du bist inkompetent oder weil er denkt, wow, das ist nicht so gut, den gebe ich gerne den Tipp. Und das weiß ich bei dir, du bist jemand, du gehst darin auf, andere besser machen zu wollen. Und das ist auch so eine Verbindung. Wir sind uns auch offline ganz kaum begegnet, aber im Herzen begegnet. Ja. Und das ist etwas, das ist für mich auch so die Erfahrung dieses Online-Kongresses. Wir sind uns alle nie im echten Leben begegnet, wir sind uns alle online begegnet, aber trotzdem ist da eine tiefe Verbindung gewesen und entstanden. Und das ist so ein Geschenk. Also da zweifle ich nicht eine Sekunde, dass es richtig war. Ja, aber das Thema ja auch top war. Weil wir alle, die wir da waren, ja mal irgendwo, da kann mir jeder erzählen, was er will. Ich bin ja felsenfest in Überzeugung, auch unsere Top-Redner, die wir draußen haben oder Teile meiner Kunden, wo ich glaube, die sitzen auch ab und zu mal ganz geheim im Kämmerchen und sagen, puh, ist das Richtige, was ich da tue? Ist das der richtige Weg? Und haben auch mal kurz so den Gedanken von, jetzt brauche ich mal Mut, das zu machen. Und wenn wir von Mut sprechen, sprechen wir von 3 Buchstaben. Die klingen immer so abgedroschen. So, ja, du musst mal mehr Mut haben. Aber es steckt eigentlich dahinter. Und das ist das, was ich beim Kongress gemerkt habe. Es ist eine Bewegung. Mut heißt, eine Bewegung zu haben, also zu sagen, ich mache mal etwas, ich probiere etwas aus. Ich habe den Mut, das Vertrauen zu scheitern. Und ihr habt es ja erfolgreich gemacht, weil euer Buch, ihr wolltet ja eigentlich ein Buch rausbringen. Es ist am Ende dann, man kann jetzt sagen, doch nur, oder man sagt zum Glück, ein E-Book geworden. Und wie seid ihr damit umgegangen, dass genau das eigentlich ja gescheitert ist, der eigentliche Gedanke, und am Ende ist was ganz anderes wurde? Ist es überhaupt Scheitern? Das sehe ich überhaupt nicht als Scheitern, weil ich glaube, wir hätten eher ein Problem gehabt, wenn jetzt 12 Leute gesagt hätten, ich möchte gerne ein Hardcover-Buch. Dann hätten wir trotzdem ein Buch entstehen lassen müssen, weil wir haben alle Speaker gebeten, uns einen Fragenkatalog zu beantworten. Wir haben quasi Interviews mit euch geführt. Und ihr habt da Arbeit reingesteckt und das haben wir absolut wertgeschätzt und haben gesagt, das können wir nicht gemacht haben, ohne das auch rauszubringen, weil das zu lesen, das ist natürlich ein Bonus als Veranstalter, kannst du das schon mal reinlesen und denkst, oh, du lernst die Menschen dahinter kennen. Das sind ganz persönliche Dinge und ihr habt die gegeben. Und das wäre, also da sind Joao und ich so aufrichtig, dass wir gesagt haben, ihr habt das gemacht. Und wir möchten das gerne rausgeben. Das heißt, da war dann nochmal der Weg dahinter zu sagen, wir machen ein E-Book raus und geben das raus, weil in der Art und Weise, wie wir dieses Buch dann auch kreiert haben, ist es sehr schön, weil jeder hat die gleichen Fragen beantwortet und jeder auf seine Art und Weise. Und das heißt, du lernst so ein bisschen kennen, wie die jeweiligen Speaker ticken und zu sehen, jeder war mal an dem Punkt, an dem er Mut gebraucht hat. Und vielleicht an einem Punkt, der ähnlich ist wie der Punkt des Lesers. Also eigentlich eine Brücke zu bauen und zu sagen, du bist nie alleine damit, an dem Punkt zu sein, an dem es Mut erfordert. Und Mut ist letztendlich das Salz in der Suppe. Das ist so das, was sich größer werden lässt. Und letztendlich erfordert es Mut. Und das ist so, wo ich denke, es ist das Mutigste, was man tun kann, man selbst zu sein. Weil im Moment ist es so, Mainstream zu sein. Es gibt Mainstream-Musik, es gibt Mainstream-Verhalten, alles Mainstream ist so angesagt.
Und So dieses Einfache, dieses ich mache mal und dann brauche ich mich nicht um irgendwas kümmern und habe eigentlich auch kein Risiko mehr. genau, gefühlt. kein Risiko. Das ist auch so Ausdruck der Gesellschaft momentan so. Es ist so, du bist in der Mitte, eckst nicht an, bist nicht anders. Und das ist was, wo ich im Moment denke, das ist eigentlich total verantwortungslos, weil in jedem schlummert etwas und das möchte ich gerne kennenlernen. Das klingt auch so ein bisschen wie, ich will so wieder Rebell sein. Ich will wieder so die Arme rausstrecken und mal so links, rechts mal jemanden mitnehmen, mal jemanden einhaken. Also nicht nur hauen nach links und rechts, sondern zu sagen, ich mache nach links den Arm raus, den Ellbogen und jemand darf einhaken und ich nehme jemanden mal mit. Das klingt so ein bisschen danach. Ist das Viel schöneres Bild. Also bei mir geht es gar nicht um Hauen. Ich bin eher, also vom Antrieb her bin ich mal ein Mensch eher hinzu als weg von. Und indem man selbst zeigt, dass etwas möglich ist, zeigt so jemand anders, dass er auch sein Licht strahlen lassen möchte. Bitte. Und für mich ist das tatsächlich so diese Bitte an alle Menschen um mich herum, an alle, die ich erreichen kann, an dich jetzt auch, wenn ich dich erreichen kann. Ob du es hörst oder ob du es siehst, ich kenne dich nicht, aber ich möchte gerne, dass du dein Leuchten rausbringst und zu sehen, dass Menschen Facetten an sich haben, die vielleicht ähnlich sind, vielleicht aber auch ganz anders sind und die leuchten zu lassen, das ist was, das macht eine Persönlichkeit aus und es ist so diese Haltung des Coaches zu sagen, jeder andere hat etwas, was ich nicht weiß, also es ist schon mal eine wertschätzende Begegnung und tatsächlich zu sagen, ja, dazu möchte ich andere ermutigen. Das ist so der Antrieb. Du hast es gerade so schön reingeworfen. Coach. Und ich weiß ja, dass wir alle nicht von Luft und Liebe leben, dass wir alle irgendwas tun im Leben. Es gibt viele Coaches, die ich kenne, die haben einen Nebenjob, die haben noch einen Hauptjob. Was machst du denn den ganzen Tag, wenn du nicht gerade andere Menschen dazu bringst, Spaß zu haben und zu lächeln? Du hast es eben auch gesagt, also ich bin nicht Lach-Yoga-Trainerin oder ich bin Ermutigungscoach. Das heißt, für mich geht es darum, tatsächlich die Menschen dazu zu bewegen, den Mut zu haben, sie selbst zu sein. Als Zielgruppe sind es Unternehmer und Führungskräfte. Also ich war in meinem früheren Leben sehr früh Führungskraft und authentische Führung ist so der Kern des Ganzen, weil letztendlich, wenn jemand sich selbst nicht führen kann, wie soll er dann andere führen? Und also ich bin jetzt über 50 und Das sieht man dir nicht an. vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Olli. Gewusst ist gewusst, ne? Aber wirklich jetzt, das ist das, ich glaube, dieses Lachen, was du hast, das macht immer, also es hält jung, es hält frisch und ich glaube, das macht auch diese Art aus, dass man immer wie 25 wirkt. Jeden Menschen, den ich kenne, der sehr viel lacht, der sehr viel Energie hat, positive, wirkt immer jünger. Und wenn man dann den ganzen Tag so in sich ist, und dass man sehr viele Führungskräfte, die sehr runterfahren und gar nicht mehr sie sind und sich abgeben, wirken meistens dann auch schon sehr alt. Und ist das auch so ein Geheimnis, was du den Leuten mitgibst, zu sagen, sei wieder du, sei frisch, sei jung, spiel mal mehr mit deiner Umwelt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe irgendwann überlegt, wenn ich das, was ich mache, reduziere auf das absolut Minimalistischste, was ist es dann? Und das im Grunde genommen, da sind meine beiden Worte raus entstanden. Das ist tatsächlich das sind 2 Worte, trau dir. Und viele, die das zum ersten Mal hören, denken, ach, das ist ja grammatikalisch falsch. Und dafür habe ich eine grammatikalische Form entwickelt. Für die alten Lateiner ist es ein invitativer Imperativ. Das heißt, es ist tatsächlich die Einladung, sich selbst zu vertrauen, sich selbst zu trauen. Und wenn das einmal angekommen ist, dann macht das mit manchen was. Nicht mit jedem, aber da darf auch Leichtigkeit sein. Ich wollte gerade sagen, es kommt ja auch darauf an, wie man es ausspricht. Das Schöne ist, im ersten Moment hören wir es falsch. Und wenn man es anders betonen würde, trau dir, dann ist es ja aber eine Aufforderung, die glaube ich, dann auch im Kopf wieder anders ankommt. Deswegen machst du es so schön smart und mogelst es den Menschen ja quasi fast in die Tasche rein. Wie sind denn so die Erfolge, wenn die Menschen kommen und sagen, okay, jetzt soll ich mir mehr vertrauen? Was passiert dann mit den Menschen, wenn sie zu dir kommen? Dann ist erstmal eine Bereitschaft da. Also dann ist auch auf jeden Fall ein Schmerzpunkt erreicht. Und also das ist so, mein Thema ist von Hour zu Power, aus der Krise in die Kraft. Und wo fängt eine Krise an, ist die erste Frage. Und das fängt für mich da an, wo du merkst, irgendwas stimmt nicht mehr. Und
ja, man denkt immer, Midlife-Crisis, das kriegen alle anderen, aber ich nicht. Kann man denken, ich glaube, irgendwann kommt der Punkt im Leben, an dem du dich fragst, war das alles? Wo sind meine Träume von früher geblieben? Und wow, wo stehe ich gerade? Und wenn du dann merkst, da ist ganz viel verloren gegangen, dann ist häufig der Trubel drumherum so groß, dass du dieses Trau dir für absurd hältst, weil das ist so weit weg. Und dann braucht es so Mini-Steps. Und sobald jemand kommt und bereit ist, darauf einzugehen, ist das erstaunlich. Also ich bin ja systemischer und lösungsorientierter Coach, dass häufig ganz schnell Ergebnisse kommen. Und das zuzulassen und sich darauf einzulassen, das ist für mich großartig, das zu sehen, weil die Antworten liegen im anderen. Ich bin nur da und begleite, ich stelle Fragen. Du hast gerade so schön gesagt, es braucht diese kleinen Schritte. Mhm. Was sind so, wenn man jetzt sagt, man hat jemanden, der sehr introvertiert ist, der ihm vielleicht noch nicht sich so traut, sich selbst traut. Mhm. Und das ist ja meist die Form der Introvertiertheit, zu sagen, ich traue mir selbst ja gar nicht mal über den Weg. Mhm. Wie sind so die ersten 3 Schritte, die man jetzt vielleicht, wenn man das hört oder sieht, sagt, oh, so kann ich anfangen? Wenn man eben gerade sagt, ich weiß noch nicht, wie kann man da überhaupt reingehen? Die ersten 3 Schritte, gibt es da überhaupt welche? Der erste Schritt ist erstmal, sich zuzugestehen, dass Zeit ist, anzuhalten. Und das heißt noch gar keine Schritte zu gehen, sondern erstmal zuzulassen und zu akzeptieren, dass sich irgendwas komisch anfühlt. Das ist schon mega. Und dann zu gucken, wie spreche ich überhaupt mit mir selbst. Und an der nächsten Stelle, es kommt ein großer Gedanke, noch gar kein Schritt, sondern die Frage, wo will ich denn eigentlich hin? Die klassische Taxifahrerfrage. Und einfach mal in die Zukunft zu träumen, ist es dann noch. Und dann kommen die nächsten Schritte. Und das ist so, für mich geht es darum, dass es leicht ist. Also, dass es nichts Unmögliches ist. Das sind keine riesen Steps, die gemacht werden müssen, sondern manchmal auch erstmal zu atmen und im Moment ankommen zu dürfen. Ja. Es klingt ja sehr spirituell, wenn man sagt, wo soll deine Reise hingehen? Wissen das die Menschen überhaupt schon, wenn sie zu dir kommen? Spirituell ist das für mich in erster Linie gar nicht, weil so diesen Punkt, diese Erinnerung, wo wollte ich denn mal hin, wofür bin ich angetreten, das können viele sogar, das kriegen die klar. Wenn man das drumherum gerade mal anhält, dann ist das da. Dann erinnert man sich auch, weil das war auch mal da, das steckt ja noch in einem drin. Und also das dauert gar nicht lange, das ist gar nicht schwierig, so da wieder hinzukommen. Und Du hast gerade so schön gesagt, die kriegen das relativ schnell klar. Hat das dann was damit zu tun, wenn du ihnen eine Frage stellst, dass sie anders antworten, Schrägstrich anders mit sich reden? Oder ist das einfach, dass du sagst, nee, ich blende alles einfach für die Leute mal um sie herum aus? Wie kommst du dahin, dass sie diese Reise finden? Oder das Ziel, ja besser gesagt. Wie komme ich dahin? Also ich kann gut zuhören. Also ich bin manchmal sehr laut. Ich lache sehr gerne. Ich bin sehr laut und präsent. Aber, und das merke ich jetzt, bei den Dingen, die mir wichtig sind, kann ich sehr gut zuhören und bin auch für den anderen da. Und allein das, dass dir jemand zuhört, ohne eine Antwort schon zu kennen, sondern darauf zu warten, was in dir schlummert. Wann hast du das letzte Mal gehabt? Weil viele Gespräche zielen ja darauf ab, eigentlich nur das zu sagen, wovon ich jetzt denke, dass ich dran bin, das mal eben einzuwerfen, weil ich habe ja bestimmt die richtige, bessere Ansicht oder so. Und da brauche ich gar nichts auszuklammern. Da brauche ich häufig nur zuzuhören und zu leiten, die richtige Frage zu stellen. Ich will von dieser richtigen Frage nochmal hin, weil du gesagt hast, wie man mit sich selbst redet. Viele sind ja wirklich sehr kritisch sich selber gegenüber. Man hat ja mal gesagt, man ist selber sein größter Fan und sein größter Feind zugleich. Wie schafft man es, viel, viel besser mit sich zu reden? Wie bringst du die Leute dahin? Wie ist der erste Ansatz zu sagen, so rede ich besser mit mir? Da gibt es einen relativ leichten Schritt, nämlich den zu denken, stell dir doch mal vor, du wärst dein bester Freund. Und indem man das spiegelt auf jemand anders, ist da viel mehr Wohlwollen drin. Und dann fällt es leichter, das zu machen. Und erstmal zu gucken, wie würde ich dann eigentlich so mit mir reden, da kriegt das eine andere Nuance und das ist so ein Zwischenschritt. Und häufig geht es einfach nur darum, den kleinen ersten Schritt leichter zu machen. Und wenn man plötzlich merkt, wow, das hätte ich
ohne diesen Zwischenschritt anders gemacht, dann ist das eine Erfahrung, die du gesammelt hast. Und mit dieser Erfahrung hast du eine Referenzerfahrung, die du gemacht hast. Und dann ist es etwas, worauf du beim nächsten Mal zurückblicken kannst und zurückgreifen kannst. Und dann hast du schon was gelernt, hast ein Tool entwickelt. So. Es wird dann sozusagen fluffiger automatisch, wenn man sagt, ich gehe von außen an etwas ran. Als Beispiel, jemand findet meine Arbeit nicht gut. Arbeite im Büro, jemand findet nicht gut, was ich tue oder so. Und dann zu sagen, was würde mein bester Freund darüber sagen, dann ist das Problem schon gar nicht mehr existent. Kann man das so in die Richtung dann schon deuten? Oder? Das ist etwas, was du ansprichst. Das ist etwa ein Satz, den ich auch gerne nutze. Perspektivwechsel hilft immer. Und das ist so, sich zu vergegenwärtigen, dass so ein Drama in dem Moment ist aus der einen Perspektive, aber sobald du einen Schritt raus machst, in irgendeine andere Richtung wird es sich verändern. Und das ist Übung. Das ist so zu ermutigen, wirklich das zu üben, mal zu gucken. Ja. Im Lockeren und im Leichten zu bleiben, zu sagen, ich kann mir vertrauen, dass das, was ich über mich sage, schon stimmen wird, wenn ich es mit Wohlwollen sage. Absolut. Viele sind ja wirklich so, dass sie sagen, ja, und da sehe ich nicht gut aus und das kann ich. Die können wir jetzt ja auch sagen, können ja auch sitzen und sagen, ja, und eigentlich mag ich ja Rot nicht und ach, das Licht gefällt mir nicht und ich mag gar keine Kameras. Und dann sitzen wir da und sagen, hey, warte mal, das ist ja gut, wie es ist. Wir machen es ja nicht für uns nur, sondern eben auch, um etwas von uns weiterzugeben. Und als bester Freund sagen wir uns, das ist gut, dass du hier sitzt, du machst das genau richtig. Wir sind da, glaube ich, in mancher Hinsicht auch verdorben. Also wenn du überlegst, welchen Musikklang wir uns mit In-Ears auf die Ohren zaubern können, welche Bilder wir sehen, die alle perfekt gestaltet sind, da geht so ein realistischer Anspruch meines Erachtens nach häufig verloren. Also jeder muss aussehen wie ein Model, muss eine Stimme haben wie weiß ich nicht was. Nein, musst du bitte nicht. Also mich langweilt manchmal Perfektionismus zu Tode. Ich mag das, was eine Kante hat, was anders ist. Mich interessieren andere Aspekte. Und das ist etwas, das ist so dieses Trau dir, ja bitte, sei doch bitte du mit allem, was du bist, mit Falten, mit wie auch immer, sei du, weil das ist auch das, was mich anspricht. Also ich möchte keine Abziehbilder als Vorbilder, nein, möchte ich nicht. Es hat ja auch so einen Anspruch von, ich würde jetzt fast sagen, von Licht, von Göttlichkeit. Wenn man selber sagt, man ist da, dann strahlt man, dann ist es auch egal, ob man einen Pickel links oder rechts im Gesicht hat. Ich habe einen guten Freund mal vor vielen Jahren gehabt, der hatte eine Warze gehabt und die war wirklich an einer sehr prägnanten Stelle und zwar an der Wange oben. Und viele Jahre lang hat man ihn dafür gehänselt. Heute ist er übrigens Model, ein sehr, sehr erfolgreiches Model, weil diese Warze ihn erfolgreich macht, weil er dadurch noch mehr strahlt, weil sie ihn außergewöhnlich macht. Und es ist so wahnsinnig, dass wir als Kinder da noch so leicht waren. Dann kamen wir irgendwann mal in den Modus, dass man uns verdorben hat im Außen. Und irgendwie als Erwachsene fangen wir wieder an zu lernen, Kind zu werden. Und ich habe das Gefühl, dass Trau dir, so auch dieses ist wieder, als Kind hast du dir keine Gedanken gemacht. Du hast so Blödsinn gemacht und irgendwie hat das schon gepasst. Du hast dir ja vertraut, dass das schon gut sein wird. Ist es so wieder, die Menschen auch so zurückbringen zum Kindsein oder? Ich liebe die Leichtigkeit und die Leichtigkeit von mir aus auch des Alters, weil also die Kindlichkeit, ich bewahre mir also das ist jetzt meins, diesen brachialen Optimismus von Pippi Langstrumpf auf jeden Fall. Das habe ich noch nie gemacht, ich gehe davon aus, dass es gelingen wird. Aber ich finde, es gibt auch so eine Leichtigkeit, wenn du sagst, Weisheit ist jetzt viel, aber das geht in Richtung Vertrauen auf das Leben. Und also wir haben gestern einmal kurz vorgesprochen, dass du gesagt, wann hast du mal so richtig Langes gekriegt? Und da habe ich überlegt und da habe ich mich gefragt, hat das Leben mir Langes gegeben oder habe ich eigentlich nach Langem geschrien? Und das war so, ich habe nicht losgelassen. Das heißt, ich habe nach Langem geschrien. Und mein Learning daraus ist, es ist so, da hat dann wehgetan, das war nicht schön. Aber ich wollte verharren in dem, wo ich glaubte, dass ich richtig bin, dass es mein Weg so richtig sein würde. Und loszulassen und darauf zu vertrauen, dass das Leben dir das gibt, was richtig ist, das ist für mich dann die Leichtigkeit des Älterseins. Wenn du quasi sagst, und das mal so ein bisschen auch für diejenigen, die damit noch nichts anfangen. Wir beide können damit zum Glück schon viel anfangen, aber vielleicht gibt es den Punkt, wo der Hörer oder die Zuhörerin oder der Zuschauer, die Zuschauerin sagt, was kann ich damit anfangen? Loslassen bedeutet, ich habe einen Partner, ich habe ein Kind, ich habe einen Hund
und ich gehe zurück in das Urvertrauen, dass diese Persönlichkeit, dieser Mensch, dieses Kind die richtige Entscheidung treffen kann und auch wird. Ja. Und mich dafür nicht braucht. Dass jeder Mensch, und interessanterweise ist, wenn wir das Beispiel bringen mit dem Atmen. Im Atmen sind wir im Urvertrauen. Ich erkläre keinem, wie er atmen muss, weil das wird er schon irgendwie schaffen. Ja. Aber bei anderen Sachen wie, schreib mal das so oder mach das so, muss ich Menschen erklären, wie es funktioniert. Warum? Vertraut drauf, dass, wenn es falsch geschrieben ist, das schon seine Richtigkeit hat. Finde ich immer einen interessanten Ansatz. Also du sagst, zurück in das Vertrauen, ins Loslassen. Wie ist das denn so, wie komme ich jetzt in diesen einen Schritt, wo ich sage, okay, jetzt habe ich meinen ersten Step, wie kann ich heute loslassen? Wenn ich jetzt aus dieser Folge, aus dem Video rausgehe, wie lasse ich jetzt los? Ich glaube, da ist so die Erinnerung, wann war das mal so komplett, wann ist etwas passiert, wo ich im Nachhinein gedacht habe, wow, eigentlich war es doch so gut, wie es passiert ist, obwohl ich mir was anderes gewünscht habe. Und ich glaube, da kann jeder in seiner Geschichte zurückgucken und wird irgendetwas entdecken, wo er sich erinnern kann und sagen kann, jo, eigentlich war das gut. Im ersten Augenblick habe ich es nicht gesehen. Und das ist so dieses, ich glaube, das Leben ist immer für einen. Manchmal kann ich es nur noch nicht erkennen. Und egal, was dir Schlechtes passiert, es ist auch für dich. Ja, es ist immer auch für dich. Und das Okay. ist so, also dieses Schlechte, also in jedem Schlechten steckt was Gutes. Das sind jetzt so Kalendersprüche, aber letztendlich bei mir ist es ja auch so, dass ich durch 2 ganz intensive Lebenskrisen gegangen bin und auch lange gedacht habe, so, ich will es aber so. Und das funktioniert nicht so richtig gut. Was waren das für, ich hake da jetzt nach. Bitte, Vielen Dank bitte, für die bitte. Vorlage. Was waren diese 2 Lebenskrisen und was ist hängen geblieben davon? Meine erste Lebenskrise war, als ich mit 12 einen Sportunfall hatte und die Prognose hatte, dass ich mit 40 im Rollstuhl sitzen würde. Heute bin ich erheblich älter als 40, ich sitze nicht im Rollstuhl. Ich liebe es, mich zu bewegen und zu tanzen. Das war eine Fehldiagnose, die hat aber was in meinem Kopf gemacht. Das heißt, ich habe mich seit 12 darauf vorbereitet, wie ich würde sein wollen, wenn ich 40 bin. Also ich habe das gesehen. Heute weiß ich, das war schon lösungsorientiertes Denken, weil ich in die Zukunft gegangen bin. Ich wusste, wie ich dann sein wollte und habe im Grunde genommen diese Person erschaffen. So mit dem Interesse am Gegenüber, mit einer großen empathischen Befähigung, weil ich gedacht habe, naja, ich bin diejenige, die dann in einen Raum gerollt kommt. Wie willst du dann sein? So, und ich habe gedacht, meine Augen sollen dann funkeln und strahlen, weil mein Leben schon so großartig war bis dahin. Also ich habe auch was zu geben, obwohl ich manche Dinge nicht mehr würde machen können. Und der Erfahrungsschatz, den ich daraus mitgenommen habe, von dem habe ich profitiert, als mit 50 mein Leben einmal komplett über den Haufen geworfen wurde, als der Mann, von dem ich dachte, dass ich mit ihm alt werden wollte, sich anders entschieden hat. Das habe ich nicht gesehen. Da hat sicherlich jeder seinen Anteil. Darum geht es mir auch gar nicht, also so im Rückblick. Aber das war so, dass die vermeintliche Sicherheit gab es da nicht mehr. Und da bin ich nach relativ kurzer Zeit raus und habe mich gefragt, warum ist mir das so gut gelungen und warum fällt es anderen so schwer, da rauszukommen, oder die kommen da nie raus. Also das waren auch Zeiten, die waren teilweise echt richtig bitter, aber ich habe diesen Erfahrungsschatz und ich habe mich entschieden, das war eine Entscheidung. Am Anfang stand die Entscheidung für ein glückliches Leben und wenn man das entscheiden kann, dann ist das ja auch irgendwie... Also so wie du es quasi dir schon vorstellst? Wird es dann auch passieren? Kann man das dann schon fast wieder drunter schreiben? Was du dir da selber malst für ein Bild, ist auch das, was du kriegst? Das bestimmt die Richtung. Und das ist so, ich habe am Anfang, als ich es nicht verstanden habe, habe ich ein Modell entwickelt. Und ich habe gesagt, okay, warum ist das so, dass ich möchte, dass es für mich anders ist. Das war meine Entscheidung. Da habe ich gedacht, okay, es gibt Menschen, die sind mit Leid unterwegs, die brauchen auch Mitleid. Ich habe ganz wenig Mitleid bekommen und wenn ich es bekommen habe, konnte ich damit nichts anfangen. Dann sind Menschen im Bedauern unterwegs, die sind im ich hätte das und das, die sind mit ohne unterwegs. Dann gibt es diejenigen, die brauchen das Außen nicht mehr so sehr, die sind schon mit sich unterwegs. Und dann habe ich die 4. Kategorie entdeckt und das war für mich die Kategorie mit Feenstaub. Du hast es heute auch, es steht Genau. hinter dir drin. Wir haben die Challenge noch vor uns. Genau. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich bin ja überhaupt nicht spirituell. Ich bin ja gar nicht so angehaucht, aber das Schöne ist,
es gibt immer ein Für und immer einen Grund, auch es mal zu probieren und mal alles mitzumachen, zu sagen, das passt schon irgendwie. Aber das ist, du sagst, es ist spirituell, wir können das auch sehr technisch sehen. Das ist Reverse Engineering. Das ist, wie wird Projektarbeit gemacht? Du guckst ans Ende, welches Ergebnis möchtest du haben? Und dann denkst du rückwärts. Das ist null spirituell. Die Frage ist, wo willst du hin? Und das ist, ich finde das, also als Coaching-Frage liebe ich das absolut, weil das bringt die Menschen dann in die Überlegung. Und die Frage ist, wo ist dein Fokus? Also wo möchtest du? Das hat nichts mit Manifestieren oder irgendwas zu tun, sondern die Frage ist, weißt du überhaupt, wo du hin willst? Und wenn du das klar hast, wenn du das sogar aussprechen kannst, also es macht noch einen Unterschied, ob man das im Kopf hat oder ob man jemandem sagt, das ist mein Ziel, dann bestimmst du die Richtung. Dann bist du auch verantwortlich für das, was du machst. Also das spielt ja auch eine große Rolle. Das ist Reverse Engineering, lass es uns so nennen. Dann ist es nichts. Da merkt man schon wirklich die Erfahrung und die Klarheit raus. Und das ist, finde ich, sehr, sehr, also es ist A, eine sehr große Gabe und B, auch selten noch in der Zeit, dass einige Coaches, die halt noch nicht so klar sind. Viele, die schon sagen, okay, ich glaube, dass ich klar bin, aber bei dir hört man raus, da kommt es wie aus der Pistole geschossen. Nein, nicht spirituell, es ist ein systemischer Ansatz. Und deswegen finde ich es immer so schön, dass du da so reingrätschst, weil man merkt ja auch, man hat manchmal das Gefühl von spirituell im Außen. Man hat das Gefühl von, ja, ich kann damit nichts anfangen, ich kann es nicht anfassen. Wir können Coaching und Training als Bereich nie anfassen. Das ist eine Leistung, die wir aus der Luft pflücken. Und du sagst jetzt gerade, das hast du so schön gesagt, es ist eigentlich schon auf dem Blatt Papier. Du kannst es auch aufschreiben, du kannst es nachvollziehen. Das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz. Wo findest du denn deine Kunden? Wo kommen die denn her? Was sind das für Kunden, die zu dir kommen? Du hast von Mittelstand gesagt, Führungskräfte. Genau, Unternehmer und Führungskräfte. Und also ich werde jetzt, und das ist das, wo mein Blick auch hingeht, weil letztendlich geht es darum, dass selbst die innere Stärke zu stärken, das Selbstbewusstsein zu stärken. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der viele in ihren Zuhauses sind, mit ihren Zweifeln kämpfen. Und deshalb werde ich auch einen Schwerpunkt auf Online-Angebote legen für wirklich persönliche Entwicklung. Und das werden kleine Audiodateien, kleine Häppchen sein, weil für mich ist es so, wenn etwas snackable ist, ich liebe dieses Wort, was ich letztens mitgeschnappt habe, snackable Content, also das ist also diese große Frage nach dem Warum, die lähmt viele. Und ich glaube, es geht darum, ins Tun zu kommen, es geht darum, Erfahrungen zu sammeln. Das Warum stellt sich ein. Ja, aber viele haben dann den Eindruck, sie müssen das Warum gefunden haben, damit sie es nach außen sagen können, damit das dann so wird. Und auch eine Berechtigung hat, dass ich jetzt das machen darf, was ich da tue, wenn ich mich nicht erklären kann der Umwelt gegenüber. Ja. Ich kenne das von Partys, wenn dann so dieses Everybody needs an Why. Yeah. You have to know your Why. Yeah. Und dann kommen dann die urigsten Themen auf und dann geht das 2-3 Stunden um das Warum und warum hast du dein Warum nicht und warum sollte man sein Warum haben und am Ende gehen alle raus und sagen, warum haben wir eigentlich ein Gespräch über Warum geführt? Weil es wäre doch so einfach zu sagen, so, ja, gerade weiß ich nicht, wohin mein Weg geht. Der geht vielleicht morgen nach vorne und übermorgen geht er nach links und dann nach rechts. Ich finde das einen schönen Ansatz. Und wenn man jetzt sagt, man will davon mal mehr haben, man will dich mal, du hast gerade snackable Content auch reingeworfen, man will da mehr schauen. Wo finde ich mehr über dich? Wo kann ich mehr über dich erfahren? Meine Website wird gerade gefüllt, also die gibt es und die wird perspektivisch auf jeden Fall so sein, dass es Wege von der Website zu den einzelnen Angeboten gibt. Vielleicht, wenn man es später sieht, ist sie schon fertig. Vielleicht ist es schon fertig, das wäre toll. Also das ist gerade im Prozess. Ansonsten bin ich auf Instagram unterwegs, da gibt es auch snackable Content. Mit dem Benutzer? elkepreuß.de. Auch wie immer in der Videobeschreibung unten drunter oder in den Shownotes bei der Podcast-Folge, sowie aber auch auf unserem Blog sichtbarkeits-soforthilfe.de und deine Internetadresse war, Elke? elkepreuß.de. Preuß dann geschrieben, mit natürlich SS. Mit SS genau. Im Internet, weil SZ kann man nicht schreiben. Wie kann man jetzt dann den Kontakt aufnehmen, wenn man sagt, okay, ich habe da mal Lust, ein Coaching zu machen. Ich habe mal Lust, vielleicht ein Einzelcoaching zu machen oder mal mich dem Thema zu nähern. Kann man sich dich überhaupt noch leisten? Das ist eine Frage. Was suggeriert sie? Die Frage ist, wenn es ein Online-Angebot gibt, was passt, was es schon gibt, vielleicht erstmal zu gucken, passt das überhaupt? Also ich finde gerade
Vielleicht hörst du das Ganze und findest meine Stimme ganz schrecklich und denkst, von ihr würde ich mir im Leben keine Audiodatei anhören. Vielleicht denkst du aber, wow, eine Audiodatei kann das Größte sein, dann wird sich etwas finden, was passt. Und ansonsten kann man natürlich einen Kontakt, also es gibt ein Kontaktformular und ansonsten auch über Instagram mich anschreiben. Also das sind Möglichkeiten, die es gibt, ja. Aber 1:1 ist möglich? Im Moment mache ich noch 1:1, das ist aber nicht das, was ich perspektivisch möchte, weil schon allein für mich sind das Themen, die auch andere haben. Und ich mag Gruppendynamiken, also ich mag auch das, was man in einer Gruppe miteinander lernt. Und also deshalb. Klarer Fokus, klar, völlig in Ordnung. Also Workshops und Seminare. Genau. Ich kenne viele Kollegen, die aus dem 1:1 in die Gruppenworkshops gegangen sind, weil sie gesagt haben, die Gruppe hat eine andere Dynamik. Und für jeden, der mal bei einem Seminar war, der das jetzt sieht, wird höchstwahrscheinlich uns zustimmen und sagen, die Gruppe fängt auch viel auf. Und manchmal löst die Gruppen die Sachen, wo der Trainer oder der Coach gar nicht rankommt bei demjenigen, weil die Gruppendynamik einfach so enorm mitschwingt. Kann man sich jetzt lange darüber streiten, ob das immer richtig ist. Ich finde das immer sehr schön. Ich kann mich dankbaren Herzens noch daran erinnern, bei meinem ersten Vortrag bei einem Coaching im Hardseller von Lauri Kult brach eine Teilnehmerin in Tränen aus. Ich habe eine Geschichte getriggert, die halt so zu ihr gepasst hat, dass sie in Tränen ausbrach. Und ich hätte machen können, was ich will. Ich hätte einen Handstand, Kopfstand machen können. Ich wäre nicht rangekommen, weil ich ja der Auslöser war. Aber die Gruppe, und da war ich so froh, dass eine Gruppe da war eine 6- oder 7-köpfige Gruppe. Er hat sofort interveniert, eingegriffen, gefühlt, angenommen. Und das Ding war in 2-3 Minuten war das auch wieder schön und entspannt und locker und luftig. Ich hätte wahrscheinlich die nächsten 30 Minuten machen können, was ich will. Und deswegen vielen Dank, dass du sagst, dass Gruppencoachings da auch für dich dein Feld sind. Das ist auch sehr klar. Wo kann man es denn dann noch mitnehmen? Keynote ist ja auch so ein Bereich. Redner, ist das denn so dein Feld, wo du sagst, ja, ich mache da mit? Oder sagst du, nee, also nee, habe ich gar keine Lust drauf? Das ist interessant, dass du mir die Frage stellst. Und ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, der mich darauf hinwies, was jetzt an Speaker-Ausbildung, Maschinerie anläuft. Und die Frage, ein großer Markt. Der Markt ist groß, offensichtlich ist der Bedarf auch da, ansonsten gäbe es dieses Angebot nicht. Und für mich ist die Frage, wer erreicht wen? Also wenn ich ich spreche gerne vor Menschen, ich erreiche gerne Menschen durch mein Sprechen, durch das, was ich auf der Bühne sage. Die Frage ist, wie geht es weiter? Das werden wir sehen. Also ich fand den Online-Kongress toll. Das ist ein Format, das muss man auch als Speaker für sich entdecken und mögen. Ja, ich mag das sehr. Du kriegst kein direktes Feedback. Du bist eiskalt auf dich allein geliefert und in deiner Umgebung. Aber ich mag das sehr, weil wir haben es ja auch gemacht, dass wir nachher eine Live-Q&A-Session gemacht haben. Das heißt, die Zuschauer konnten interagieren. Das war super speziell und ich fand es großartig. Was ich daran liebe, ist einfach, du bist örtlich und zeitlich unabhängig und du kommst auf die Couch der Menschen. Also du erreichst in einem ganz anderen State, als wenn du in irgendeiner Halle bist, wo vielleicht jemand neben dir sitzt, den du nicht magst oder wo du dich über irgendwas aufregst, weil da gerade irgendwas knistert, sondern du bist in deinem Zuhause. Also ich finde, es hat auch eine andere Art von Nähe dann. Also es gefällt mir gut und ja, ich spreche gerne, wie man merkt auch. Also von daher Speaking mag ich auch weiterhin. Ich muss ja auch noch mal das Lob geben, ne? Also ein Standing Ovation zu bekommen in einem Online-Seminar, in einem Online-Kongress. Für jeden, der das jetzt hört, würde sagen, ja, mein Gott, Standing Ovation. Die Leute sind zu Hause, die sind also weit weg. In einer Halle ein Standing Ovation zu bekommen, ist schon Chapeau, ist schon was wert. Das natürlich aber auch zu Hause zu schaffen, wo die Energie nicht so rüberschwingt. Elke, Respekt dafür. Das muss man auch erstmal hinlegen. Und ich glaube, deswegen habe ich da nochmal so nachgepinkt, weil ich ja merkte, dass du Spaß dran hast. Wo wird denn die Reise hingehen, wenn du sie schon siehst? Oder sagst du, nein, das wird alles jetzt kommen. Ich schau mal, gibt es noch irgendwelche Sachen, die man von dir erwarten kann, wenn man das sieht oder das hört? Außer snackable Content. Bleibt gespannt. Also ich denke groß und ich habe keine Angst vor groß. Und das ist auch gut so. Und das bin ich auch. Also das bin ich, Elke Preuß als Marke.
Ich stehe für Mut, für Entwicklung und das wird auch so bleiben. Also das bleibt Einfach so. aufpassen, was passiert. Dich fleißig bei Instagram verfolgen, weil da bist du. Also wenn man mal schlechte Laune hat, ne, ist wie bei dir. Bei dir ist es, ich muss das nochmal mitgeben, bei dir ist es wirklich wie in so einem Kinderwagen, positiv gemeint. Egal, was für schlechte Laune man hat, man guckt auf deine Insta-Story, man hat sofort gute Laune. Kann man ja nicht drum rum. Vielen Dank. Und das ist was du dir behalten darfst, weil ich glaube, das wird Menschen immer mehr überzeugen, das wird Menschen weiterbringen auch. Und es wird auch diese Sachen lösen, wo man sagt so, ich weiß noch nicht, ob die richtige ist. Du lachst einmal und die Leute sagen, okay, ich habe es verstanden, passt. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir über dein Thema gesprochen haben, dass wir mal reingeschaut haben, mal so ein bisschen auch was zu hören, was man auf einer Bühne vielleicht seltener hört, wo du weniger vielleicht eher drüber sprichst, weil da haben wir ja unsere Themen, wo wir sagen, wir wollen schon direkt da rein und hier hast du ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und für jeden, der das gehört hat und gesehen hat, geht nochmal zurück zur Stelle mit den 3 Nuggets, wie man in seine ersten Schritte kommt zu mehr Mut, weil ich fand diese Nuggets sehr gut und ich darf sagen, 2 von den Nuggets kenne ich persönlich, habe sie persönlich durchgemacht, lange Schmerzen damit gehabt. Wenn man sie geschafft hat, dann ist viel, viel, viel Luft im Raum und viel Spaß und viel Freude und viel Leichtigkeit. Deswegen vielen Dank, dass du uns so viel mitgegeben hast und dass du die weite Reise auf dich genommen hast. Wie viele Kilometer waren es jetzt? Ich bin mit der Bahn gefahren. Und du bist nicht selber gefahren, natürlich. Ich bin nicht selbst gefahren, nein. Ach, aber ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer es sind. Ich würde schätzen, 400 von Dortmund. Von Dortmund. 400? 500 Kilometer. Ja. Schon eine Strecke nach Berlin, aber es hat sich in meinen Augen für mich und für den Zuschauer und den Zuhörer und die Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer und alle anderen, jene, die es werden wollen, gelohnt. Und schöne Folge. Dankeschön, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung, Olli. Vielen Dank. Es war mir eine große Freude. Danke. Dankeschön. Ich hatte das Bauchgefühl sehr